Hallo meine Lieben, ich habe euch ja vor ein paar Wochen meinen neuen Plotter von Brother, den DX-Plotter, vorgestellt und habe euch da auch gesagt, dass ich mir von den Automatikmessern extrem viel verspreche. Weil wenn das wirklich so gut funktioniert, heißt es, dass ich nicht die ganze Zeit gucken muss, was für ein Material ich schneiden will und das dann irgendwo eingeben muss, sondern dass er selber erkennt, wie tief er schneiden muss, abhängig davon, ob ich sage einfach Halbschnitt oder Ganzschnitt. Und da wollte ich jetzt natürlich wissen, ne, wie gut funktioniert dieses Automatikmesser denn wirklich? Und ich bin durch mein ganzes Bastelatelier durchgegangen und habe mir Materialien gesucht, die ich normalerweise mit einem Plotter schneiden würde. Und das sind tatsächlich 65 Materialien. Und das gucken wir uns heute an. Das heißt, heute gibt es wirklich einen intensiven Test von diesen Automatikmessern. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe die Materialien so ein bisschen unterteilt. Und zwar habe ich Aufbügelfolien, HTV, Heat Transfer Vinyl, Flexfolien, wie auch immer man die nennen will. Dann habe ich Vinylfolien und die Folien, die ich zum Maskieren verwende, also Schablonierfolie. Dann habe ich Sticker, alle möglichen Arten von Stickerpapier, dann normales Papier in verschiedensten Stärken und dann noch verschiedene Materialien, auch dickere Materialien hier dabei, damit ich euch das zeigen kann. Ich werde die ganzen Materialien mit diesen beiden Messern hier schneiden, Automatikmessern. Das ist das Automatikmesser für Vinyl und das normale Automatikmesser. Vinyl sicher für die Aufbügelfolien und das Vinyl und die Maskierfolien. Alles andere mit dem normalen Messer. Bei den Aufbügelfolien habe ich zwei drin, wo ein relativ starkes Glitzer ist und das hat so eine Struktur, was für dieses Messer nicht wirklich optimal ist. Das heißt, die Abnutzung ist relativ groß und deshalb schneide ich das mit dem Automatikmesser. Ihr seht, ich habe Pakete gemacht, das heißt, ich mache immer so eine Sorte und dann gucken wir uns jeweils die Resultate an. Schneiden werde ich mir hier so einen kleinen Mickey Maus mit einem Herz drin. Ich dachte, das eignet sich super, um das zu testen. Und ich habe auch verschiedene Größen, ne? Bei Vinyl, Aufbügelfolie und Sticker, das ist ein bisschen kleiner. Dann bei den verschiedenen Papieren ist es schon ein bisschen größer. Und bei den dickeren Materialien habe ich es wirklich größer gemacht, um das auch fair bewerten zu können, weil da könnt ihr natürlich nicht extrem filigran gehen. Wir gucken uns einfach mal ein Beispiel an, wie ich das mache, wie ich es einstelle und dann werde ich ein Paket mal schneiden, dann gucken wir uns das Resultat an, dann das nächste und so weiter und so fort. Und wenn irgendetwas nicht klappt, gucken wir uns dann auch an, wie ihr das anpassen könnt, dass es nachher klappt. Vom Motiv her habe ich hier eben den Mickey Maus. Sage ich okay. Dann muss ich sagen, was ich damit machen will. Schneiden. Dann muss ich sagen, eben hier sicherstellen, dass der Halbschnitt ein ist. Wenn ihr durchschneiden wollt, dann muss der auf Off sein. Wenn ihr auf einem Trägermaterial schneidet, dann muss der auf On sein und den Schneidedruck habe ich auf Auto. Dann wird mir das alles auch so angezeigt. Dauert 1 Minute, Druck Auto, Geschwindigkeit ist hier auf eine 5 voreingestellt und der Halbschnitt ist eben auf 1. Dann nehme ich hier schon meine erste Aufbügelfolie, glänzige nach unten, lege das hier oben in die Ecke. Ich rolle das jeweils kurz runter, weil beim Automatikmesser finde ich, ist es wichtig, dass es nicht irgendwo eine Blase drunter hat und er dann da misst und das falsch misst. Jetzt können wir die Matte reingeben. Und dann drücke ich auch schon auf Start. Und jetzt misst er, wie dick das
zuerst die Matte ist, also wie hoch die Matte ist und dann wie hoch das Material ist. Und abhängig davon schneidet er das jetzt. Ihr seht, das ging relativ schnell. Kann ich sagen, okay, und die Matte wieder rausnehmen. Und das mache ich jetzt mit all den Aufbügelfolien, die ich habe. Eben bei der Glitzerfolie werde ich dann das Messer ändern. So, ich habe die jetzt alle geschnitten und jetzt gucken wir uns die Resultate an. Das sind mal die Aufbügelfolien, ne? Siser PS Film ist die erste. Da hat es hier an einer Stelle ein bisschen gehadert, aber es war dann trotzdem sauber geschnitten. Von dem her würde ich sagen, das hat gepasst. Nächstes haben wir ein von Siser, das Lens Gold. Absolut perfekt geschnitten. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hoffe natürlich, dass eine davon dann nicht funktioniert, damit ich euch zeigen kann, wie ihr das korrigieren könnt, ne? Aber wir gucken mal. So, das nächste ist auch von Siser eine Sparkle. Da innen drin das Herz hat es nicht so gut geschnitten und auch der Rest nicht. Man sieht zwar drauf die Schnittkanten, aber das hat es nicht sauber geschnitten. Wunderbar. Dann haben wir ein Beispiel, wo wir es nachkorrigieren können. Als nächstes die Siser Twinkle. Ah, die hat es auch nicht. Nein, die hat es nicht sauber geschnitten. Das heißt, wir haben ein zweites Beispiel. Dann habe ich die Siser PS Perfor. Die ist jeweils ein bisschen mühsam zum Entgittern, aber hat einen extrem coolen Effekt, weil die Folie gepunktet ist. Seht es, die hat Löchlein drin. Die finde ich extrem cool zum damit arbeiten. Und auch die hat es wunderbar geschnitten. Dann habe ich die Siser Metallfolie. Perfekt geschnitten. Dann habe ich die Siser Electric. Auch gut geschnitten. Dann habe ich die Siser Holographic. Perfekt geschnitten. Dann habe ich die Subli Flock. Und ich sehe ganz ehrlich gesagt überhaupt nichts von einer Schnittlinie. Mal gucken, ob das irgendetwas geschnitten hat. Ja, man sieht es einfach nicht, aber perfekt geschnitten. Jetzt muss ich raten, wo hier drin das Herz ist. Das müsste irgendwo hier sein. Hier ist es. Autsch. Hier haben wir es. So. Perfekt geschnitten. Man hat es einfach nicht gesehen. Dann habe ich die Flockfolie von Siser. Auch die perfekt geschnitten. Dann habe ich die Easy Sabli von Siser. Auch da sehe ich wieder nichts. Mal gucken. Auch die wunderbar geschnitten. Dann habe ich hier von Cricut die Foil Iron On heißt die. Das ist so eine Glanzfolie. Perfekt geschnitten. Hat wunderbar funktioniert.
Dann habe ich von PlotX die Premium Flock. Auch die perfekt geschnitten. Hat wunderbar funktioniert. Dann habe ich von PlotX die Speedflex Folie. Die Butter hat perfekt funktioniert. Wunderbar. Dann habe ich von PlotX die Design Flex Folie. Auch die wunderbar geschnitten. Dann habe ich von PlotX die Metall Flex Folie. Perfekt geschnitten. Dann habe ich von PlotX die Premium Flex. Auch die wunderbar geschnitten. Dann habe ich hier eine ganz coole von Miss Plotty, die heißt Vintage Blossom. Perfekt geschnitten. Und das waren jetzt alle, die ich mit dem Vinylmesser geschnitten hatte. Jetzt kommen noch die beiden Glitzerfolien, die ich mit einem normalen Messer geschnitten habe. Und zwar ist es einerseits die von Sisa. Absolut perfekt geschnitten. Und ne, jetzt, ich habe es nicht bei jeder gesagt, aber es hat auch wirklich nirgends durchgeschnitten. Das heißt, es hat auch nicht zu viel geschnitten. Dann habe ich noch die von Cricut, die Glitzerfolie. Das ist ein Smart Material. Absolut perfekt geschnitten. Das heißt, insgesamt von 20 Aufbügelfolien habe ich 2, wo es nicht sauber geschnitten hat. Die lege ich beiseite, damit ich euch nachher dann zeigen kann, wie ihr das noch einstellen könnt. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Das sind Vinylfolien und Schablonierfolien. Und die werde ich auch mit dem Vinylmesser schneiden und natürlich auch auf Halbschnitt. So, die habe ich auch alle geschnitten. Als allererstes von Ritrama die Vinylfolie. Perfekt. Hat wunderbar funktioniert. Dann habe ich von Ritrama die Black Matte. Wunderbar geschnitten, einwandfrei. Dann habe ich auch von Ritrama die Gold. Die ist normalerweise immer ein bisschen schwierig, weil die extrem stark ist, aber hat wunderbar funktioniert. Dann habe ich von Cricut das Permanent Vinyl. Auch wunderbar geschnitten. Dann habe ich von Cricut das Permanent Vinyl. Das ist ein Smart Material, das heißt, das liegt auf einem anderen Träger. Aber auch das wunderbar geschnitten. Dann habe ich hier ganz einfach eine Hefteinfassfolie in der Papeterie gekauft. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Die klebt nicht so doll auf dem Trägermaterial, deshalb kommt es ein bisschen mit, aber es hat perfekt geschnitten. Ne? Auch wunderbar geschnitten. Dann habe ich von den Schablonierfolien die Polymask 288. Absolut perfekt geschnitten. Und dann habe ich auch von der Schablonierfolie die Oramask 810. Die genauso absolut perfekt geschnitten.
Das heißt bei mir, na egal welches Vinyl ich nehme, das hat es perfekt geschnitten. Das heißt, ich muss da auch nichts nachjustieren. Wunderbar. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Material und das sind alle möglichen Sticker-Papiere, verschiedene Dicken, verschiedenes Material und ich habe von jeweils einer Sorte habe ich immer zwei, weil ich will das einmal mit einem Halbschnitt machen und einmal mit einem Ganzschnitt. Das heißt, einmal nur bis zum Trägermaterial schneiden und einmal ganz durchschneiden. Einfach, dass ich weiß, okay, das funktioniert mit allen Materialien. Und genau das schneide ich jetzt alles und dafür verwende ich das normale Automatikmesser und eben einmal mit einem Halbschnitt und einmal mit einem Ganzschnitt. So, dann haben wir den nächsten Stapel. Das sind eben die verschiedenen Stickerpapiere, Aufkleberpapiere. Hier habe ich eins, was ich aus dem Bürohandel habe, Papeteria. Und da habe ich zuerst eben den Halbschnitt gemacht. Mit Pinzette zu arbeiten ist nicht zwingend eine gute Idee. Machen wir es so. Das ist ein extrem dünnes Aufklebepapier, aber das hat es perfekt geschnitten. Einerseits den Halbschnitt, aber auch hier den Ganzschnitt hat wunderbar funktioniert. Und es ist auch beim Ganzschnitt nicht zu tief reingegangen. Ne? Das ist auch immer ein Argument. Dann habe ich hier von Cricut das Printable Vinyl. Auch das hat in beiden Varianten wunderbar funktioniert, als Halbschnitt und als Ganzschnitt. Dann habe ich das Cricut Printable Sticker Paper. Das ist ja das, was extrem dick ist. Hat wunderbar funktioniert. Einerseits als Halbschnitt und auch als ganzer Schnitt. Dann habe ich das Cricut Printable Vinyl. Das ist ein Smart Material. Auch das hat in beiden Varianten funktioniert. Hier hat es nur ein kleines bisschen von diesem Träger den oberen Teil abgelöst, aber es hat nicht durchgeschnitten. Ne? Also das würde ich sagen, hat funktioniert. Dann habe ich auch von Cricut das Smart Label Permanent. Das ist so ein Craft Material. Auch das hat in beiden Varianten wunderbar funktioniert. Dann habe ich von Silhouette ein durchsichtiges Stickerpapier. Upsi. Hier hat es durch den Träger durchgeschnitten, aber nicht überall. Aber ich würde sagen, das lege ich beiseite, um das anzupassen. Ich habe hier in der Mitte habe ich eine Stelle, wo es durchgeschnitten hat. Und der Vollschnitt war absolut sauber. Dann habe ich auch von Silhouette das holographische Stickerpapier. Nee, das ist nix. Sieht zwar so aus, als ob es geschnitten hätte, aber das kommt hier auch mit Biegen und Brechen nicht runter. Von dem her hat das nicht sauber geschnitten. Das lege ich beiseite. Der ganze Schnitt, also der Vollschnitt, hat wunderbar funktioniert.
Dann habe ich hier was, wo ich euch noch nicht mal den Namen sagen kann, weil das war einfach was ich bei mir im Laden um die Ecke mal gekauft habe. So ein aufklebbarer Glitzer-Sticker. Der ist extrem dünn, aber das hat in beiden Varianten funktioniert. Mit dem Halbschnitt und dem Ganzschnitt. Und was ich hier auch noch mit dabei hatte, ist die Infusible Ink. Hat sonst nirgendwo hingepasst, deshalb dachte ich, ich versuche das hier gleich. Und das hat definitiv nicht funktioniert. Das kommt auch mit Wackeln nicht runter. Also von dem her, das sagen wir, hat nicht funktioniert. Somit habe ich hier von 9 Stickerpapieren haben 6 wunderbar funktioniert und 3 nicht. Die werde ich noch nachkorrigieren. Und vielleicht hier auch ein Tipp. Ich habe, da die Materialien oft hinten so rutschig sind, habe ich die nicht auf der Light Grip Matte geschnitten, sondern auf der Strong Grip Matte. Auf der violetten und nicht auf der grünen. Als nächstes habe ich hier einen Stapel an verschiedenen Papieren mit verschiedenen Strukturen, mit verschiedenen Dicken und die teste ich alle und zwar mit dem normalen Automesser. So, jetzt, wenn ihr das Resultat seht, verrate ich es eigentlich schon, dass alles einwandfrei funktioniert hat, aber ich kann euch trotzdem zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe 2 Papiere, nämlich das Pergamentpapier, was 100 Gramm ist, und das 120 Gramm ganz normale weiße Papier habe ich auf der Light Grip Matte geschnitten, das heißt auf der grünen, und alles andere auf der violetten Matte. Und hier eben als erstes Pergamentpapier, wunderbar geschnitten, 120 Gramm Papier, wunderbar geschnitten, 130 Gramm Papier, wunderbar geschnitten, 200 Gramm Papier, auch gut geschnitten, 220 Gramm Papier, so ein Bastelkarton, wunderbar geschnitten, Designpapier oder Motivpapier, 230 Gramm, wunderbar geschnitten, dann den Cricut Cardstock, da steht leider nicht drauf, wie dick der ist, ich würde behaupten, es sind ungefähr 200 Gramm, auch super geschnitten, dann 300 Gramm Cardstock, auch den wunderbar geschnitten. Dann habe ich einen Glitzer Cardstock von Cricut. Schwierig zu sagen wegen dem Glitzer. Ich würde behaupten, das sind 230 vielleicht. Ja, 230 Gramm würde ich behaupten. Auch wunderbar geschnitten. Dann habe ich einen Glitzer Karton, den ich bei mir im Laden um die Ecke gekauft hatte. Der ist ein bisschen dicker, das würde ich sagen, das sind auch 300 Gramm. Ah, steht sogar, da stand es drauf, ne? 300 Gramm, perfekt geschnitten. Dann habe ich ein Aquarellpapier, 220 Gramm, wunderbar geschnitten. Dann habe ich ein Aquarellpapier, 300 Gramm, wunderbar geschnitten. Und dann habe ich sogar von Silhouette ein Magnetsheet, was man bedrucken kann normalerweise. Auch das habe ich geschnitten und auch das hat einwandfrei funktioniert. Von dem her hier beim Papier absolut super alles durchgeschnitten. Kann man echt nicht meckern. Und ihr seht, ich habe wirklich von allen Stärken, von den Strukturen her alles Mögliche ausprobiert. Und wenn ich sage perfekt geschnitten, es geht ja nicht nur darum, hat es ganz durchgeschnitten, sondern es geht auch darum, hat es nicht zu viel geschnitten. Und wenn ich hier die Matte so ein bisschen ins Licht halte, seht ihr es vielleicht, man sieht einen Abdruck, aber das ist normal, das ist eine normale Abnutzung. Also erwartet da nicht, dass man da nichts drauf sieht, wenn ihr mit der Matte schneidet. Was es nicht tun sollte, ist natürlich zu tief rein oder durch die Matte durchschneiden. Aber ein bisschen ist ganz normal. So, das war das Papier. Und als letztes habe ich hier noch ein Paket an ganz verschiedenen Materialien. Sehr viele, sehr dick. Probieren wir mal aus, wie das funktioniert.
und dann zeige ich euch dann die Resultate. So, jetzt gucken wir uns noch die etwas dickeren Materialien oder speziellen Materialien an. Ich habe als erstes Stoff geschnitten, aber der ist natürlich mit Flieseline verstärkt. Ne? Nur Stoff würde ich mit dem Messer nicht schneiden. Per se, ich würde Stoff mit dem Rollmesser eher schneiden, aber ich wollte jetzt einfach mal austesten. Und wie ihr seht, hat es gar nicht mal so schlecht funktioniert. Aber es ist halt einfach das Rollmesser drückt quasi drauf und drückt das Material so ein bisschen runter, während es schneidet. Und das Messer hier, das zieht ja quasi die Kanten ab. Und das ja, ist für solche Materialien eigentlich nicht so gut geeignet. Aber na, hier seht ihr das Ergebnis. Dann habe ich einfach so ein Plastik-Sheet, was doch auch schon eine schöne Dicke hat, genommen und das hat es absolut perfekt, problemlos geschnitten. Dann habe ich meine Lieblingsschablonierfolie von Silhouette geschnitten. Auch die hat eine schöne Dicke, auch die hat es wunderbar geschnitten. Dann habe ich Graupappe, eine, die nicht ganz so dick ist, geschnitten. Und ihr seht das Ergebnis, absolut perfekt geschnitten. Dann habe ich eine genommen, die ein bisschen dicker war, ne, vom Vergleich her. Auch die hat es einigermaßen gut geschnitten. Kommt dann nachher noch so ein bisschen zu den Tipps. Dann Moosgummi, einen dünnen Moosgummi habe ich auch damit geschnitten, hat auch wunderbar funktioniert. Auch den würde ich normalerweise eher mit dem Rollmesser schneiden, aber jetzt für so ein simples Design hat es eigentlich gut funktioniert. Dann Snap-Up, was ein sehr robustes Material ist, aber zum Schneiden funktioniert das wirklich super auf dem Plotter. Das ist definitiv ein Erfolg. Dann habe ich hier Kunstleder geschnitten, absolut perfekt. Und hier habe ich einfach, das gucke ich jeweils auch an, das hier haftet weniger als das hier, also habe ich das so auf die Matte gelegt und von oben quasi geschnitten oder von der Rückseite geschnitten, hat wesentlich besser funktioniert. Dann Basalholz, wenn ich es denn heben könnte. Na, das kennt ihr von Cricut, hat wunderbar funktioniert. Dann habe ich hier, das ist der Kalkboard, das Kalkboard Papier von Silhouette, wo man nachher mit so Kreidestiften drauf schreiben kann. Hat auch wirklich eine schöne Dicke und das hat einwandfrei geschnitten. Dann habe ich ein Bastelholz, was quasi gepresste Fasern sind, was eine schöne Dicke hat, aber dadurch, dass es eben nicht, naja, wie ein Basalholz ist, lässt sich das auch wunderbar schneiden und hat trotzdem eine schöne Dicke. Dann habe ich hier von Cricut das Chipboard. Hat einigermaßen funktioniert. Würde ich glaube jetzt so nicht zwingend mit dem Plotter schneiden, aber da sage ich noch was dazu. Und dann habe ich 2x40 geschnitten, einmal ein dünnes und einmal ein dickeres. Also das ist glaube ich 1 mm versus 3 mm. Hat beides funktioniert. Was überhaupt nicht funktioniert hat, ich dachte eigentlich, ich kann Kork auch damit schneiden, aber das war es ein Riesenchaos dann auf der Matte und das, nee,
nicht wirklich ein Ergebnis, mit dem man arbeiten will. Von dem her ist einfach ein Material, das habe ich bisher noch nie mit einem Plotter geschnitten. Ich wollte es mal ausprobieren, aber das würde ich so, glaube ich, nicht mehr machen. Dann doch lieber mit dem Rollmesser. Beim Filz hier der erste Tipp, wenn ihr irgendetwas habt, was fusselt, wo ihr nachher viel Fussel auf der Matte habt. Ich habe hier ganz einfach so eine durchsichtige Folie genommen und habe die mit der nicht klebenden Seite auf die Matte geklebt und dann das Filz drauf, weil so kann ich das dann einfach abziehen. Und dann habe ich die ganzen Fussel hier drauf und nicht auf meiner Matte. Na, hier dieser Tipp. Dann ein weiterer Tipp beim Holzschneiden, beim Basalholzschneiden. Wo war es? Hier. Ja? Ihr seht, hier ist er fast durch die Matte durch. Und da der Tipp, wenn ihr ganz dicke Materialien schneidet, bleibt da wirklich daneben, guckt zu, was er macht, weil ich habe bei sicher 4 Materialien, habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich glaube, ist gut, habe auf die Pause gedrückt und habe das einfach ein bisschen angehoben, um zu gucken, ob es sich lösen lässt, und das war dann auch so, und dann konnte ich einfach auf Abbrechen gehen. Also, ne, da würde ich eher daneben stehen und halt gucken, wann es durchgeschnitten hat. Ein anderer Tipp bei den dicken Materialien ist, dass ihr innen drinne Rollen habt, und hier drüben hat es einen Schalter, den könnt ihr runter oder hoch machen, und damit, wenn ihr ihn hoch macht, hebt ihr die Rollen an, und dann geht es auch besser mit den dicken Materialien, dann stehen die hinten nicht an. Ich habe es erst gemerkt, als er mir eine Fehlermeldung gegeben hat und gesagt, ne, ich muss die Rollen hochheben, weil es geht hinten nicht durch. Von dem her, guckt einfach, sobald ihr etwas Dickeres habt, dass ihr da die Rollen hoch macht. Und dann natürlich auch wichtig, ne, bei Basalholz, alles, wo er sehr oft drüber muss, mit Malergrip das Ganze auf der Matte befestigen, damit euch das nicht verrutscht. Das ist auch so ein Tipp. Und dann würde ich tendenziell, wenn ihr Designs habt, bei dem spielt jetzt keine Rolle, aber wenn die Richtung eine Rolle spielt, spiegelt es und schneidet es von der Rückseite, weil zum Beispiel so sieht das Ganze von der Rückseite, also von oben aus, von da, wo er geschnitten hat. Und so sieht es auf der Rückseite aus. Eine wesentlich schönere Kanten. Von dem her würde ich, wenn ihr eben was habt, wo die Ausrichtung eine Rolle spielt, spiegelt es zuerst und schneidet es dann einfach von der Rückseite. So, das war das. Also hier bis auf das Kork hat es gut funktioniert. Beim Chipboard, Holz, solche Sachen. Ich mache es im Moment noch mit dem Plotter, bin aber auch ganz ehrlich, dass ich am Gucken bin für einen Laser, weil es dauert natürlich lange und naja, also mit dem Laser könnt ihr dann halt einfach mehr machen, aber es ist eine extreme Investition. Von dem her, ich habe das schon lange bei mir auf der Liste, habe das aber bisher nicht gemacht, weil da sprechen wir irgendwas zwischen 3.500 und 5.500 Franken. Und das rentiert natürlich nur, wenn man das wirklich viel macht und damit auch Sachen zum Beispiel produziert, die man dann zum Beispiel verkaufen will oder, naja, also man muss sich das gut überlegen. Deshalb war das bei mir bis jetzt noch nicht so weit, aber irgendwann wird es dann eine Alternative geben, eben als das mit dem Plotter zu schneiden. So, das waren die ganzen Materialien. Was ich euch jetzt gezeigt habe, waren 65 verschiedene Materialien. Und daraus, aus den 65, hat es 5 nicht gut geschnitten. Ich würde sagen, das ist wirklich ein super Ergebnis. Das heißt für mich eigentlich, bei 60 Materialien muss ich mir nicht zuerst einen Kopf machen, von wegen, wie stelle ich jetzt das Messer ein, sondern kann dafür einfach das Automatikmesser verwenden. Und bei denen hier, wo es nicht so gut funktioniert hat, da werde ich jetzt noch gucken und ich zeige es euch auch, wie ihr das anpassen könnt. Dann nehme ich mein schlaues Büchlein
ne? Wo ich mir Notizen mache zu meinen Bastelprojekten, wo ich Sachen habe, auf die ich achten muss. Und werde mir dann das dort reinschreiben, dass ich weiß, wenn ich eines dieser 5 Materialien schneide, beim nächsten Mal gucke ich kurz in mein Büchlein rein und weiß dann, wie ich das Ganze einstellen muss, dass das gleich auf Anhieb funktioniert. Ich starte jetzt mal mit der Infusible Ink und ich nehme tatsächlich das Teil, wo es vorher nicht funktioniert hat, weil ich brauche da nur eine Ecke, um das auszuprobieren. Dann lade ich hier schon mal die Matte. Ich bin ja auf der Startseite und sage hier Test. Ich habe das schwarze Automatikmesser drin. Jetzt gibt er mir hier so ein Dreieck. Das mache ich jetzt hier oben in die Ecke, wo ich weiß, dass ich auch das Material habe. Dann sage ich schneiden und jetzt gehe ich hin und A ist es Halbschnitt an, weil es ist Infusible Ink, das liegt auf einem Trägermaterial. Und vorhin hatte ich mit Autodruck geschnitten, das war zu wenig tief, deshalb gebe ich hier nochmal, ich würde sagen sogar 2. Also ihr könnt in einer Schritten hoch, aber ich habe gemerkt, dass es wirklich nicht gut geschnitten hat. Deshalb gehe ich jetzt hier gleich 2 Schritte hoch und sage mal okay. Und dann sage ich Start. Und jetzt gucke ich hier gleich schon mal, bevor ich das Ganze rausnehme, ob das funktioniert hat. Dreieck wunderbar geschnitten. Ne, per se hat es geschnitten, aber was es auch geschnitten hat, ist die Trägerfolie. Das wollen wir natürlich nicht. Also war ich da jetzt schon zu euphorisch. Sage wieder okay. Sage nochmal schneiden. Jetzt schiebe ich das ein bisschen rüber, weil hier hatte ich ja schon geschnitten. Gehe nochmal auf die Einstellung und nehme das wieder 1 runter. Sage wieder okay und sage Start. So, jetzt teste ich das nochmal. Hat super funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt hier die Infusible Ink in den Fingern, aber hinten kein Trägermaterial. Das heißt, ich kann hier die Matte rausnehmen. Nur damit ihr das seht, ne? Hier drüben hat es durchgeschnitten. Hier ist die Trägerfolie drauf und es hat sauber geschnitten. Das heißt, ich weiß jetzt beim nächsten Mal, wenn ich Infusible Ink schneide, dass ich beim Halbschnitt Schneidedruck auf eine 1 hochgehen muss. Und genau das notiere ich mir in mein Büchlein, nämlich Infusible Ink plus 1. Dann hatten wir ja hier von Silhouette dieses durchsichtige Stickerpapier, ne? Silhouette Clear Sticker Paper. Der Vollschnitt hat wunderbar funktioniert. Beim Halbschnitt war es eben nicht wirklich ein Halbschnitt, sondern er hat durch das Trägermaterial durchgeschnitten. Und das passen wir jetzt an oder gucken uns an, wie ich das in Zukunft schneiden muss. Das heißt, ich habe hier ein Reststück auf die Matte gelegt von diesem Material. Dann schneiden, dann bei den Einstellungen gehe ich wieder auf den Halbschnitt, weil der ganze Schnitt hat ja funktioniert. Und vorhin waren wir bei plus 1. Dann gehen wir auf Auto, da hat es eben bei dem Material nicht funktioniert, sondern es hat zu tief geschnitten und deshalb gehe ich auf eine minus 1. Und dann versuchen wir das mal. Kann ich hier wieder testen, na, hat das funktioniert, kann ich das Stickerpapier ablösen und hat es nicht durch den Träger durchgeschnitten.
Stickerpapier kann ich ablösen, aber ich merke hier, dass er immer noch durch den Träger durchschneidet. Von dem her machen wir das nochmal. Ich schiebe das Eck ein kleines bisschen runter. Dann wähle ich Schneiden aus und gehe bei den Einstellungen nochmal eine Stufe tiefer. Und dann versuchen wir es einfach nochmal. Zumindest durch das Material durch hat es nicht geschnitten. Aber es hat es auch zu wenig geschnitten, dass ich das rauslösen könnte. Das ist natürlich schlecht. Probieren wir es nochmal. Ich sage okay, gehe mit dem Element noch ein kleines bisschen weiter runter. Sage wieder schneiden. Jetzt gehe ich nochmal eins zurück. Ne, Quatsch, hier nur eine -1. Schneidegeschwindigkeit nehme ich auf eine 5 hoch. Mal gucken, vielleicht hilft das. Und sage nochmal Start. Bei dem Material habe ich das Thema, dass wenn ich es auf eine -2 einstelle, es nicht richtig durchschneidet. Wenn ich es auf eine -1 einstelle, es zu stark durchschneidet. Von dem her werde ich mir in mein Notizbuch reinschreiben, dass ich dieses Material eher halt mit Ganzschnitt verwende oder wenn ich es bei größeren Motiven nochmal versuchen will, weil es hat nicht überall durchgeschnitten, einfach nur an einzelnen Stellen, dann würde ich sagen, dass ich da eher mit einem Schneiderdruck von -1 als mit dem Autodruck arbeiten würde. Ne? Genau so notiere ich das in meinem Büchlein. Jetzt habe ich noch 3 Materialien. Ne? Bei allen 3 hat es zu wenig geschnitten und da werde ich genau das, was ich euch jetzt gezeigt habe, auch machen und da vom Bereich vom Schneiderdruck natürlich in einer Schritten hochgehen und versuchen, wie viel ich zusätzlich an Druck drauf geben muss, ob das +1, +2, +3 ist, bis das Material genauso geschnitten wird, wie ich das halt brauche. Und das notiere ich mir dann auch in mein Büchlein. Das ist das, was ich hier auf der Maschine zeigen wollte, dass ihr hier eben nicht nur mit dem Autodruck arbeiten könnt, sondern ihr das auch anpassen könnt. Und das war jetzt hier der Halbschnitt. Genau gleich habt ihr das hier eine Schneiderdruck. Wenn ich einen Ganzschnitt mache, könnt ihr hier hoch oder runter. Na, das geht auch. Und das war das, was ich euch heute zeigen wollte oder mit euch testen wollte. Ne? 65 verschiedene Materialien, nur 5 davon, respektive 6, wenn man einen Kork damit zunimmt, haben nicht auf Anhieb funktioniert und alles andere hat mit dem Automatikmesser funktioniert. Das heißt, bei all diesen Materialien muss ich nicht mehr zuerst nachgucken, was für ein Material ich damit da jetzt schneiden will, damit das Messer dann richtig eingestellt wird, sondern ich kann das Material ganz einfach auf die Matte laden, dem Automatikmesser sagen, ne? Mach Halbschnitt oder mach Ganzschnitt und dann weiß der selber, wie der schneiden muss, wie oft er schneiden muss beim Holz und so solche dicken Sachen, ne? Macht der alles selber. Also ich finde es der helle Wahnsinn und es ist genau das, was ich mir erhofft hatte, dass ich da eben mich wirklich gut auf dieses Automatikmesser verlassen kann. Und bei den 5 Materialien, wo es nicht funktioniert hat, weiß ich, ne, da kann ich mein Büchlein gucken und dann entsprechend die Einstellung anpassen und dann funktioniert es auch einwandfrei. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich, weil
Auf dieses Video hatte ich mich durchaus gefreut. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und hoffe natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Don't wanna be shy.